Wo bin ich hier überhaupt? Ein Countdown läuft, Lichter blinken. Ich wollte doch den Joris treffen, Mr. API, und wir wollten über FIDA reden. Und gibt's hier auch endlich mal Licht? Hallo? Joris, bist du schon da? Welche Überraschung. Wieso hier in diesem Raum? Ja, Jürgen, einmal, weil du Fan von ungewöhnlichen Orten bist, und zum anderen fand ich, ist das Thema von so einem Escape Room ganz passend, wenn wir über das Thema FIDA reden. Allein schon, weil da hinten so ein Countdown tickt. Aber weil es um Datensilos geht, Daten herausholen, und das hat viel so mit den Rätseln hier zu tun. Und mir hast du gleich eins in die Hand gedrückt. Es ist mir ein Rätsel, wie wir die Daten befreien. Also drückst mir Sachen in die Hand, ich weiß gar nicht, was ich machen muss. Ja, aber das ist genau wie bei FIDA, dem Financial Data Access Framework, dass es darum geht, Daten zu befreien und sich der Aufgabe zu stellen, was macht man denn eigentlich mit den Daten? Welche Produkte können wir für den Kunden damit entwickeln? Und was muss ich jetzt machen? Du musst jetzt mit mir gemeinsam das Rätsel lösen, wie wir die Daten befreien. Und ich glaube, hier liegt auch schon der erste Hinweis. Guck, ich sehe so einen Zettel da oben liegen. FIDA verändert die Spielregeln. Das musst du mir jetzt aber erklären. Also FIDA soll den Kunden tatsächlich mehr Daten geben, mehr Kontrolle über ihre Daten, und am Ende soll es sich mehr um den Kunden herum als um einzelne Produkte drehen. Das sieht wie so ein Kassettenrekorder aus, dass ich hier mal... Ach, guck mal. Wollen wir es mal da reinlegen? Vielleicht hat es hier irgendwie so einen Kontaktpunkt. Alles in die Luft geht. Und dann Hashtag. Nichts Incorrect. Shame. Shame? Hat die Shame gesagt? Wir wollen unsere Daten haben. Okay, das ist wie bei FIDA, das kann nicht im ersten Anschlag klappen, die Daten zu befreien. Habe ich jetzt eine Aber Null zu viel? Guck mal, wir haben hier noch eine Nummer. Aber das mit dem... Den muss man irgendwo dran halten. Ach. Beep. Ersetzt FIDA jetzt Open Banking? Du könntest sagen, FIDA oder die Vision hinter FIDA ist eigentlich Open Finance, ist eine Weiterentwicklung von Open Banking. Und das ist ganz interessant, weil dahinter steckt eine Idee, dass die Europäische Union einen datengetriebenen Binnenmarkt in Europa aufbauen möchte, und sie will den Kunden geregelten Zugang zu Daten geben, Innovation fördern, während sie gleichzeitig Datenschutz und Datensouveränität gewährleistet. Oh. Correct. Ja, guck Das mal. ist der erste Ja, Schlüssel hallo. zu den ersten Daten Ja. von FIDA. Ja, wo müssen wir den Schlüssel reinstecken? In die Sparkonten und Kredite. Ja, gut. Da haben wir schon mal etwas. Naja. Oh, ein weiterer Schlüssel. Und da steht? Das ist ein A, ein kleines A. Nein, wäre auch so einfach. Hast du dann hier noch irgendeinen Schlüssel? Ach, hier war doch auch noch irgendwie. Guck mal hier, so einen kleinen Schatz. Wir wollen ja an alle Daten rankommen, Ja. Joris. Wir müssen jetzt mal tiefer rein. Richtig gut, wir müssen jetzt mal Das tiefer rein. Haushaltsbuch haben wir schon. Das Haushaltsbuch haben wir schon. Das ist harte Arbeit, wie ich feststellen muss, die Daten irgendwie rauszubekommen und neue Produkte zu bauen. Hast du was? Also ich finde ja schon die ersten Daten, und Dich kostet es Kraft, die Bank wird es aber auch Geld kosten. FIDA wird Geld kosten, ja. Auf der anderen Seite schafft es natürlich Möglichkeiten für die Bank, neue Produkte für den Kunden zu entwickeln, und genau darin liegt der Gestaltungsspielraum. Wenn du sozusagen nur der Regulation folgst und diese Möglichkeiten nicht nutzt, dann verlierst du natürlich auch die Chance, Produkte, neue Geschäftsmodelle zu entwickeln, und genau darum geht es. Was bedeutet das, wenn die Kunden jetzt mehr Daten zur Verfügung haben? Also stell dir doch mal vor, du bist Unternehmer, du willst einen Liquiditätsengpass überbrücken, und du hast die Möglichkeit, alle deine Daten in diesen Kreditprozess zu geben, auf Knopfdruck. Und die Bank teilt dir sofort mit, wie die Entscheidung für deine Anfrage ist, und du bekommst dann die Daten selbst wieder und kannst steuern, wie weit bist du mit der Tilgung des Kredites, kannst ihn vielleicht umschulden. D wie Data. Ich glaube, wir haben die Lösung gefunden. Ich glaube, das könnte sie sein. Shame. Hier. Joris, wann hast du Geburtstag? Wir müssen jetzt volles Risiko gehen, auch bei den Daten. Ich gebe jetzt irgendeine Nummer ein.
Incorrect. Shame. So kann es nichts werden. Was sagt die ganze Zeit? Shame oder Jane? Joris, wir haben einen Datenraum entdeckt. Oh, das ist riesig. Guck dir das mal an. Und die Zeit läuft immer noch und es wird immer komplexer. Habe ich es unterschätzt, dass wir viel mehr Daten zur Verfügung haben, als ich ursprünglich angenommen habe? Wir haben natürlich jede Menge Daten. Und die Frage ist, wie kommen wir an diese Daten ran? Für was können wir denn die zusätzlichen Daten noch nutzen? Stell dir vor, wir stehen hier vor einer Datenschatztruhe und du bist Unternehmer und du hast natürlich ganz verschiedene Daten. Du hast deine Rechnung, die du bezahlst und so weiter. Du hast aber auch die Energiedaten. Du hast vielleicht unterschiedliche Produktionsstätten. Wenn du diese Daten alle zusammenbringst und analysierst, dass der eine Produktionsstandort wesentlich geringere Stromkosten hat. Und dann hilft dir dieses System, deine Produktion zu optimieren, sagt dir, wann du vielleicht optimale Zeiten hast zu produzieren und dann bringst du diese Daten wieder zusammen in deinem Finanzmanagement und kannst damit besser planen. Und ich glaube, so könnte die Zukunft aussehen, dass einfach viele spannende Möglichkeiten an den Schnittstellen der unterschiedlichen Branchen entstehen. Der Countdown läuft. Wann kommt denn jetzt FIDA? Wann bekomme ich mehr Daten? Ja, ist eine gute Frage, Jürgen. Gerade läuft noch das Gesetzgebungsverfahren der EU, aber wenn das Finale ist, dann startet der Countdown für Banken und Versicherungen, dir deine Daten zur Verfügung zu stellen. Und Next Step, wenn ich meine Daten habe, kann ich sie denn auch monetarisieren? Vielleicht in einem nächsten Schritt, aber erstmal bekommst du hoffentlich dein Haushaltsbuch 4.0. Fragen wir mal die Community. Wenn ihr mehr Daten zur Verfügung habt, was würdet ihr damit machen? Schreibt es mal in die Kommentare.